Wir sind in Chemnitz. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Radio Video Magazin und einem neuen kleinen Video unsererseits. Und wir spielen ein bisschen Minigolf und nehmen euch mit und sind hier beim Adventure Minigolf Chemnitz und sind jetzt, wir haben ja schon viele Minigolfs hier gezeigt auf dem Kanal, aber wir hatten es noch nicht, dass es einen Pre-Show-Raum gibt. Ahoi Matrose, willkommen auf der Santa Maria. Wie ist dein Name, Fremder? Gulliver? Was ist das für ein wundersamer Name? Mein Name ist John Nicholas Craven. Rede ein mit deinen Freunden und ich erkläre euch, was es zu tun gibt. Vor einigen Wochen brach ein Schiff unter der Führung von Captain Ahab zu einer geheimen Mission auf, doch kehrte von dieser niemals wieder zurück. Das Einzige, was wir ausfindig machen konnten, deckte Symbol. Und merkt euch die Reihenfolge, um das Tor des Raumschiffs zu öffnen. Der uns in eine Story abholt mit einer Pre-Show und die Regeln werden auch nochmal erklärt. Und wenn ihr die kennt, sind sie nochmal aufgefrischt und ein bisschen Entertainment. Und wir starten jetzt hier in einer Piraten-Unterwasserwelt mit Bahn 1 und einem Schiffsbug, glaube ich. So, das erste ist schon mal ziemlich süß, dass man durch das Schiff durchspielt und unten wieder rauskommt. Ich hole euch ein bisschen ab, dann gibt es hier ein paar Rettungsringe, durch die man durchspielt, Schatzkisten mit Seilen und Rampen drumherum, ein paar Pfosten. Das ist erstmal ganz nett. Nicht ultra schwierig. Wir schauen mal, wir spielen mal ein bisschen und checken mal für euch die Spielbarkeit. So, wir verlassen gerade die Piraten-Unterwasserwelt und kommen ja in den Dschungel. Und hier gibt es noch mal ein paar Bahnen, bevor es dann durch ein Portal weitergeht. Dazu dann also gleich mehr. Sieht jetzt auch schon aus, wie es jetzt gerade davor war, so ein bisschen anspruchslos, die Bahnen. Ich möchte das jetzt nicht irgendwie schlecht reden, ne? Durch die Spektralbrillen hast du aber coole 3D-Effekte und für Familien mit Kindern ist das natürlich voll cool, weil die dadurch sehr, sehr spielbar sind. Was uns noch aufgefallen ist, der Schläger ist gummiert, das ist ja auch gar nicht ungewünscht beim Adventure Minigolf, aber ja, dieser Kunstrasen hier aus dem Baumarkt so mäßig, der ist so rau und bremsend, also wenn du da so ein bisschen dran kommst, dann hakt's direkt. Das ist auch ein bisschen tricky und ihr müsst echt aufpassen hier. Die Ränder, die sind so abgerundet. Der Ball, der springt dann auf jeden Fall krass, aber der ist noch nicht rausgesprungen. Das ist schon mal gut, weil das würde auch einen Strafpunkt geben, wenn man das richtig spielt. Und ja, ganz viele Bahnen, wo noch Hügel drin sind, die man im Schwarzlicht natürlich nicht so gut sieht. Ich sollte eigentlich die Klappe halten, denn jetzt wird es schwierig. Hier ist auch noch noch mal so eine richtig fiese Kante drin. Okay, dann ist mit Adele ist das ja gar nicht spielbar in einem, weil es muss hoch und dann da rein. Siehst du, was der einen Hüpfer macht? Dreh. Oh, du kannst noch nicht spielen, deswegen. Das ist auch ein cool. Ach so, ich bin Depp. Hier sind noch irgendwelche Zwerge. Aber über die Bridge drüber, du heiliger Strohsack. Wir sind durchs Portal durch und das ist einfach jetzt voll die Mixed-Welt aus Unterwasser, aber auch über Wasser, Dinosaurier, Avatar, Pandora, ein Kaktus, irgendwelche riesen Krabben, ein Hydrant. Das ist doch ein Hydrant, oder? Also, aber da ist noch ein Symbol drauf. Das ist das Schiff hier mit ohne 2. Denn man muss hier Symbole suchen und die auch in der richtigen Reihenfolge. Aber kann das denn sein, dass das dann halt, das sind unsere Symbole und wir müssen nicht alle finden? Ja, ich denke schon. Aber das ist die 2. Dafür muss man römische Ziffern kennen, sonst hat man ein Problem.
Und ich habe dieses Problem manchmal. Ich kenne sie und verwechsel sie. Sie sind dran. Ja. Da muss man nämlich taktisch vorgehen und sich vorarbeiten. Tick-Tack. Man kann einfach draufzimmern. Ja, ich habe gedacht, ich versuche das einfach. So Leute, hier auch sehr schön. Du musst erstmal in die Ecke spielen, dann musst du hier hochspielen und musst dann da durch dieses Loch spielen. Und was mir gut gefällt, wenn der dann da durchkommt, dann geht der auch in das Loch. Das funktioniert dann einfach und geht nicht irgendwo, weiß man nicht hin. Wo ist der Rest? Was auch noch zu erwähnen wäre, klar, wir sind jetzt gerade irgendwie alleine hier, draußen sind ein paar Kindergeburtstage, aber es ist super ruhig und es ist jetzt nicht nur, weil wir jetzt alleine sind, sondern man merkt schon, dass das ja alles ein bisschen schallisolierter ist. Die Bahnen sind nicht irgendwelche Metallbahnen, die indoor sind, wie wir es zuletzt in Mönchengladbach gezeigt haben zum Beispiel. Und alle Bahnen sind spielbar, sind gerade, das macht Spaß, das ist cool. Und ja, auch wie gesagt, vom Schwierigkeitsgrad jetzt nicht so krass oder so verrückte Hindernisse, aber ja, komplett solide, kann man also vernünftig spielen, was auch einen höheren Spielspaß bringt. Ich habe ausgewertet und es war mehr als eindeutig. Ich habe verloren mit 59 Punkten und Bro hat gewonnen mit 46 Punkten. Also das war not even close. Was ist Paar? Steht nicht, leider. Schade. Nee, leider nicht. Aber ich würde mal sagen, 2 Schläge pro Bahn ist Paar wahrscheinlich bei der Schwierigkeit. Meine Meinung? Ich mag auch den, der Bro hat ja schon einiges gesagt, da bin ich d'accord. Und ich mag diesen Side-Sound, der hier ist, dieses wie wenn man irgendwie unter Wasser ist oder in einem U-Boot oder so. Ob das jetzt zu diesen Fantasiewelten passt, kann ich nicht genau beurteilen, weil ich die Fantasiewelt nicht verstehe. Aber also ist halt mir das eigentlich da finde ich diesen Side-Sound halt gut, besser als irgendwie Mucke oder sowas. Ja. Und ja, irgendwie nicht schade, aber jetzt auch nicht überragend, aber ja, sowas dazwischen. Also ich bin froh, dass wir es gemacht haben, auf jeden Fall. Und ich meine, in Chemnitz kommen wir jetzt auch nicht so oft vorbei, aber ansonsten kann man das schon auch wiederholen. Onboarding war super, ich weiß nicht, ob der Bro das gesagt hat. Der hat uns super in Empfang genommen, hat uns alles erklärt und wie das ablaufen wird, wenn wir auf die Toilette müssen, wo unsere Kleidung hin kann, ob wir ein Schließfach haben wollen und bliblablub. Also das war sehr freundlich und sehr kompetent, muss ich sagen. Hat uns sehr gut gefallen. Was kostet der Spaß? Der Spaß kostet, weiß ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich weiß es noch nicht, weil wir haben noch nicht bezahlt und deswegen weiß ich nicht, was es kostet, weil du hast auf die Utensilien, auf die Brille, Schläger, Ball, hast du Pfand, ich glaube 10 Euro für den Schläger und 2 Euro für Ball und Brille. Und das wird halt dann quasi, wenn du das nicht zurückbringst, dann musst du es am Ende mitbezahlen und ansonsten wird es dir halt wieder abgezogen. Aber man zahlt wohl erst nach der Experience, weil man kann auch währenddessen was zu trinken ordern oder sowas und das geht dann quasi alles auf die Rechnung. Deswegen muss man am Anfang seinen Namen, also einen Namen von denjenigen angeben, der bezahlt, damit das irgendwie dann nachvollziehbar ist, auf welche Rechnung das kommt. Das ist eigentlich auch ganz cool. Noch haben wir nichts mit den Symbolen gemacht, genau. Also wir haben alle Symbole gefunden, also alle Zahlen dazu. Weiß ich nicht, ob wir das bei dem jetzt machen oder ob da jetzt noch was kommt. Du hast schon mal geguckt, wo wir jetzt lang gehen? Keine Ahnung. Wir schauen mal und werden euch berichten. Ah, das ist eine Tür. Okay, ich glaube, hier geht's raus. So, wir haben jetzt bezahlt, Obacht bei der Pfandrückgabe und 12,50 Euro haben wir jetzt pro Person bezahlt, 16 plus 1 Bahnen. Es ist gerade so ein bisschen wohl um Umbau, Renovierung. Die Symbole, die wir sammeln und den Code, den wir dann haben, die gibt man beim Raumschiff an der Tür ein und dann geht das Rolltor nach oben. Bei uns stand das Rolltor offen. Das erklärt dann einiges. Und dann ist es auch nachvollziehbar, dass kein Paar beisteht, weil wenn du gut bist und die Symbole hast, hast du eine Bahn mehr und dadurch mehr Punkte auf deinem Zettel, als wenn du es nicht schaffst, wenn du jetzt verallgemeinert ein Paar da stehen hättest.
Aber ansonsten, genau, warte, 12,50 € war übrigens vor 14 Uhr. Also könnte das dann natürlich höher sein, aber das steht hier nirgendwo. Aber natürlich, wie immer, gibt es auch irgendwie Angebote, zum Beispiel hier dienstags bis donnerstags 9 bis 15 Uhr für Schüler. Wir wurden auch gefragt, ob Schüler, Studenten behindert sind. Wir kriegen keine Rabatte. Aber Schwarzlicht Minigolf 1 Runde, Bowling 2 Stunden, Lasertag 2 Runden gibt es für nur 33 €. Du sparst 23,80 €. Das ist zum Beispiel auch ein krasses Angebot. Also, und was ich auch noch nicht gesagt habe, es gibt natürlich noch den Escape Room Chemnitz im Spielcenter Chemnitz, in dem wir uns befinden. Und was ich noch sagen möchte, ist, dass ich das sehr cool finde, dass man generische Themen hat und nicht das große, wir klauen Copyright rechtlich geschützte Dinge und benutzen die einfach, mit dem ganz großen Manko, dass man dann doch die Avatar-Charakter verwendet hat. Es war so gut und dann doch so ein Element wieder mit rein. Das finde ich aber schade. Außer natürlich, die haben hier einen krassen Deal mit Disney und dürfen die benutzen. Dann habe ich nichts gesagt. Aber alle Leute hier mega nett. Man kann Geburtstag hier feiern. Es gibt einen Airhockey-Tisch, es gibt ein Flipper, der ist aber gerade aus. Dann gibt es diese Geburtstagstische, Geburtstagsbooths komplett auch. Und dann auch noch so ein VR-Erlebnis, wo du so einen Gleitboden hast, wo du dann läufst, obwohl du nicht wegläufst, aber dann mit VR-Brille. Gemütliche Sofas hier auch noch. Und in dem ganzen Komplex hier oben drüber ist noch ein Jump House. Also wenn ihr euch noch komplett auspowern wollt und Trampolin springen wollt, angeflanscht das Ganze an einem großen Einkaufscenter. Und Bowling sowie Lasertag gibt es natürlich auch noch. Also Family Entertainment Center, FEC auf europäisch, würde ich mal sagen. Aber sehr angenehm hier, schöne Bar. Den Zapfhahn haben sie eingeschläfert. Gibt nur Karl-Marx-Städtler außer Flasche, aber das regionale Bierchen müssen wir natürlich auch noch probieren. Und ansonsten würde ich sagen, eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Und wir sehen uns morgen um 18 Uhr wieder hier auf dem Kanal zu einem neuen Video.